Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Episode Learn German with, natürlich with Falk, deinem Beginner-Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass ihr da seid. Und heute haben wir auch wieder viele, viele Dinge zu besprechen. Heute gibt es bestimmt wieder etwas Interessantes, hoffentlich etwas Lustiges für dich, dass du Spaß beim Zuhören und Zuschauen hast. Wir wollen zum Beispiel über Geschenke sprechen. Das Wichtigste an Weihnachten sind doch die Geschenke, oder? Nein, das ist nicht das Wichtigste, zumindest nicht für Erwachsene, denke ich. Für Kinder vielleicht schon, aber nicht für Erwachsene. Also, ich hoffe, ihr seid startklar für diese Episode und auch startklar für Weihnachten. Übrigens, ich habe diese Episode gerade eben schon einmal aufgenommen. Das dachte ich. Ich habe die ganze Zeit gequatscht und dann habe ich gemerkt, ich habe den Aufnahmeknopf nicht gedrückt. Oh Gott. Ich habe hier die ganze Zeit mit mir selbst gequatscht und ihr konntet das gar nicht sehen. Ja, ich hoffe, ich bin jetzt beim zweiten Versuch genauso unterhaltsam wie beim ersten. Beim ersten Mal war ich wirklich erste, allererste Sahne. Nein, aber ich hoffe, diese Episode, ich kann sie jetzt noch mal genauso lustig, genauso enthusiastisch und interessant erzählen wie vor 30 Minuten. Also ich gebe mein Bestes. Ja, ihr drückt mir die Daumen. Toi, toi, toi. So, also über Geschenke. Lasst uns ein bisschen über Geschenke sprechen. Weihnachten kommt ja bald und natürlich macht man sich jetzt langsam Gedanken über die Weihnachtsgeschenke. Falk? Warte. Jetzt schon machst du dir Gedanken? Weihnachten ist doch noch lange hin. Lange hin. Aber viele Deutsche kaufen schon Ende November, Anfang Dezember spätestens alle Geschenke für Weihnachten. Kaufen beziehungsweise bestellen. Ich auch. Ich bin auch so einer, der sich gut vorbereitet, gut organisiert ist und nicht erst auf den letzten Drücker, also kurz vor Weihnachten die Geschenke kauft. Mm-mm. Das ist nichts für mich. Ich weiß, dass viele Leute das machen, dass sie dann an Weihnachten, ah, heute ist ja Weihnachten, schnell ins Einkaufszentrum Geschenke kaufen. Und dann haben sie diesen Weihnachtsstress. Das ist nichts für mich. Das ist nichts für viele Deutsche, glaube ich. Deutsche, wisst ihr, sind oft gut organisiert, planen immer sehr gut und deshalb kaufen viele Deutsche ihre Weihnachtsgeschenke beziehungsweise die Weihnachtsgeschenke für die anderen kaufen sie schon ein paar Wochen vorher. Viele fangen auch schon, ja, einen Monat vorher an, Geschenke zu kaufen. Manche sogar schon ein halbes Jahr vorher. Die sagen dann zu mir: „Falk, bist du verrückt? Ich habe schon alle Weihnachtsgeschenke im August gekauft.“ Das das ist selbst für mich zu deutsch. Ja, also, ne. Im Sommer, da möchte ich Eis essen und schwimmen, aber da möchte ich nicht Weihnachtsgeschenke kaufen. Machen aber viele. Ich nicht. Ich nicht. Aber ich kaufe sie auch
spätestens im November. Und ich habe zum Beispiel eine Schülerin und die hat mir gesagt: „Was, Falk, so lange im Voraus kaufst du die Geschenke? Das ist doch Quatsch. Ich kaufe alles am 24.“ Und, und ich war: „Was? Du kaufst alles am gleichen Tag oder einen Tag vorher?“ Das klingt für mich sehr verrückt, aber manche Leute brauchen diesen Druck, diesen Stress. Auch es gibt auch Deutsche, muss man auch dazu sagen, die diesen Stress, diesen Druck haben wollen. Warum auch immer. Ich weiß es nicht warum. Ich bin lieber entspannt bei solchen Sachen. Zum Beispiel auch an der Universität oder in der Schule, wenn eine Prüfung im April war, zum Beispiel. Anfang April war eine Prüfung in der Schule oder in der Universität und ich musste dafür lernen, natürlich, am be normalerweise. Dann habe ich spätestens im Februar angefangen zu lernen, also so 2 Monate vorher, 1,5, 2 Monate vorher. Fängt man dann langsam an, man organisiert sich und dann wird das immer intensiver. Aber ich hatte auch Freunde, die haben gesagt: „Ha, Falk, ha, ich lerne doch jetzt noch nicht. Ich lerne am 28. März.“ Also, ja, 1, 2, 3 Tage davor. Die brauchten diesen Stress, haben sie auch gesagt. „Ja, ich kann nur lernen, wenn ich Stress habe.“ Und ich glaube, das sind dann auch die Leute, die Weihnachten ihre Geschenke am selben Tag oder in der letzten Sekunde kaufen. Wie bist du? Bist du eher dieser entspannte Typ, so wie ich? Ein paar Wochen vorher schon sich vorbereiten, ganz entspannt, oder brauchst du diesen Stress? Zack, zack, brauchst du das? Bist du dieser zweite Typ? Schreib das mal in die Kommentare. Also, ich weiß, viele Deutsche sind so, dass sie gerne organisiert sind. Ihr wisst das. Aber ich weiß auch, in anderen Ländern sind die Leute vielleicht, ja, vielleicht auch entspannt bis Weihnachten. Bis einen Tag vorher sind sie entspannt und dann rennen sie ins Einkaufszentrum und kaufen alle Geschenke. Ja, und dann gibt's die Frage: „Welches Geschenk kaufe ich jetzt heutzutage?“ Es gibt ja 1 Million Optionen. Ja, was kaufe ich? Was bestelle ich? Keine Ahnung. Für mich ist das auch immer sehr, sehr schwierig. Ich bin auch immer, nicht immer, aber ich bin, glaube ich, oft eher unkreativ bei Geschenken. Hm. Es fällt mir nicht leicht. Es ist ein bisschen schwer für mich, ein gutes Geschenk zu finden, aber wenn ich mir Mühe gebe, dann finde ich immer etwas. Apropos schlechte Geschenke. Nicht schlechte Geschenke vielleicht. Ich glaube, es gibt keine schlechten Geschenke, oder? Was denkst du? Gibt es schlechte Geschenke? Wenn man jemandem etwas schenkt, dann zählt ja die Geste, sagt man auf Deutsch. Es zählt die Geste. Die Geste also, dass man an die andere Person gedacht hat. Ah, er hat Geburtstag oder Weihnachten. Ich möchte ihm eine kleine Freude machen. Und dann gibt man ihm ein kleines Geschenk und selbst wenn das Geschenk nicht der nicht das super Geschenk ist, kann man trotzdem sagen:
dass es eine nette Geste ist, eine schöne Geste. Das ist das Wichtigste. Nicht das Geschenk selbst, aber die Geste, oder? Aber natürlich gibt es Geschenke, die okay sind und Geschenke, die vielleicht super, super, super gut sind, ne? Natürlich. Man freut sich mehr oder weniger über Geschenke. Natürlich gibt es Unterschiede. Das wäre jetzt auch Quatsch, wenn ich das verneinen würde. Natürlich, auch ich habe richtig geile Geschenke bekommen und ich habe auch mal nicht so tolle Geschenke bekommen, aber ja, die Geste zählt. Und bei Geschenken muss man dazu sagen, in Deutschland gibt es bei Geschenken ja auch immer eine Karte dazu, sowohl an Geburtstag als auch an Weihnachten. Kriegst du normalerweise in Deutschland eine Karte, eine Weihnachtskarte oder eine Geburtstagskarte. Es gibt auch eine Osterkarte. Es gibt auch eine Karte für, ja, deinen Schulabschluss. Wenn du die Schule beendest, bekommst du auch vielleicht eine Karte, eine Glückwunschkarte. Vielleicht bekommst du auch eine Karte, wenn dein Kind geboren ist oder wenn du aus dem Krankenhaus kommst. Eigentlich schreiben Deutsche immer Karten für alles. Ja, also Deutsche lieben Kartenschreiben. Ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so extrem ist, weil ja, heute gibt es natürlich Smartphones und ja, E-Mails gibt es schon lange. Da schreiben die Leute vielleicht weniger Karten, aber zu meiner Zeit, als ich ein Kind war, da haben die Erwachsenen immer noch sehr viele Karten geschrieben. Ich habe auch tonnenweise Karten bekommen. Und eine Karte zum Beispiel, diese Karte hier, diese Katzenkarte, die habe ich von meiner Frau bekommen und zwar zum Geburtstag. Und ich finde, diese Karten sind fast besser als das Geschenk. Für mich persönlich. Wie jetzt, Falk? Karte? Warum das denn? Fragst du dich vielleicht. Aber auf der Karte stehen oft sehr schöne persönliche Worte. Zum Beispiel etwas Emotionales, etwas Liebes, ein Kompliment. Und das ist immer sehr, sehr emotional, sehr herzerfüllend. Herzerfüllend, ein gutes Adjektiv. Also es macht mich sehr glücklich, wenn ich diese lieben, positiven Worte lese. Diese Karten zum Beispiel, ja, das war eine Geburtstagskarte und auch an Weihnachten kriegt man eigentlich immer eine Karte. Meine Mutter schreibt auch sehr gerne Karten und ich lese immer sehr gerne ihre Karten. Ich habe sogar zu Hause eine große Box mit alten Karten. Weihnachtskarten, Osterkarten. Ich habe schon gesagt, in Deutschland gibt es für alles eine Karte. Das erste Mal auf Toilette, Glückwunschkarte für alles. Und ich habe eine große Box mit Karten und die sind teilweise, ja, 15 oder 20 Jahre alt, die Karten. Natürlich habe ich nicht alle aufgehoben. Dann, ja, so eine große Box gab es nicht, aber ich habe viele aufgehoben, besonders meine Lieblingskarten, die sehr schön waren. Und wenn ich mich jetzt vielleicht nicht so gut fühle oder vielleicht mal ein bisschen traurig oder frustriert bin, dann gehe ich zu dieser Box und lese mir diese alten Karten durch mit diesen lieben, netten Worten. Und es ist sehr nostalgisch für mich. Ich fühle mich dann besser. Es stehen positive Worte auf diesen Karten und ich kann an diesen
Moment denken, als ich die Karte bekommen habe und wie ich mich gefühlt habe. Das ist schön. Das ist für mich sehr, ja, sehr, sehr, sehr emotional, sehr positiv. Ich freue mich immer sehr. Also, wenn ihr mir ein Geschenk machen wollt, dann schreibt mir eine Karte. Nein, alles gut. Ihr schreibt mir Kommentare. Das ist viel besser. Das ist die neue Karte heutzutage. Kommentare schreiben. Das ist die YouTube-Karte. Ich auf jeden Fall liebe Karten und viele Deutsche sind so. Wenn ihr einem Deutschen eine Freude machen wollt, dann schreibt ihm eine nette Karte. Schreibt auf diese Karte etwas wie, ja, danke für deine Hilfe oder schön, dass du immer da bist. Schreibt ein paar nette Worte und ich garantiere euch, die Person wird sich super freuen. Sie wird sich mega freuen über diese Karte. Vielleicht sogar mehr als über das Geschenk. So, und jetzt sind wir wieder beim Thema Geschenke. Jetzt hast du so viel über Karten gesprochen, Falk. Hör auf mit deinen Karten. Also die meisten schmeißen die Karte ja immer gleich weg. Ja, ja, Karte weg. Brauche ich nicht. Ich brauche das Geschenk. Und dann öffnen sie das Geschenk. Sie machen das Geschenkpapier auf, schmeißen das Papier in alle Ecken. Und dann können sie endlich das Geschenk sehen und sich freuen. Oder auch nicht. Ich erzähle euch mal, was ein sehr, sehr typisch unkreatives Geschenk in Deutschland ist. Besonders zu Weihnachten, aber auch an Geburtstagen. Und zwar ist das der Geschenkkorb oder das Geschenkset aus einer Drogerie. Okay, okay. Ich erkläre das. Also in den Drogerien in Deutschland, die bekanntesten kennst du vielleicht, DM und Rossmann heißen die. Da kann man eigentlich immer das ganze Jahr über, aber besonders vor Weihnachten, in der Weihnachtszeit und wahrscheinlich auch an Ostern, so ein Geschenkekorb, ein Geschenkset kaufen. Und in diesem Set, da ist dann Seife, Handcreme, Duschgel, Deodorant, alles Mögliche. Kosmetika sind in diesem Set, in diesem Korb. Und das ist so ein typisches Geschenk, wenn man keine Idee hat, was man schenken soll. Ja, also wenn man denkt und kaufe ich etwas zum Anziehen, Kleidung? Nein, ich weiß nicht. Kaufe ich etwas zum Essen? Kaufe ich Elektronik? Nein, ich weiß nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, also kaufe ich den Kosmetikgeschenkkorb. Und ich muss leider zu meiner Schande gestehen, auch ich habe diesen Geschenkkorb schon einmal verschenkt. Ja, ich hatte wahrscheinlich keine Ideen oder keine Zeit oder beides. Kein keine Zeit und keine Ideen. Ganz schlechte Kombination. In diesem Fall ist der Rossmann oder DM oder ja, dieser Kosmetik-Geschenkkorb immer eine Option. Aber die Leute wissen, wenn sie diesen Korb bekommen, okay, ja, die Geste zählt, Falk, hast du ja gesagt. Aber sie wissen auch, okay, da war jemand nicht so kreativ. Ich habe auch selber schon diesen Geschenkkorb bekommen. Jeder in Deutschland hat mindestens einmal so ein Kosmetik-Geschenkset bekommen, glaube ich. Und für manche Personen ist das vielleicht okay.
So besonders für, ich glaube, ältere Leute, vielleicht so die Generation meiner Oma und Opa, da ja, die haben ja alles. Die können sich vielleicht auch alles kaufen, die brauchen nichts. Aber doch, Cremes, Duschzeug, ja, sowas braucht man ja immer im Alltag. Also vielleicht für diese Leute, okay, da sage ich, das ist okay. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht als Geschenk. Immer noch nicht die kreativste Variante, aber okay. Aber okay. Nicht 0 Sterne für dieses Geschenk, aber auch nicht 5. Auch nicht 5 Sterne. Ich kann mich an eine lustige Geschichte erinnern. Meine Oma hat, von meiner Mutter an Weihnachten, glaube ich, war das auch, oder zum Geburtstag, ich bin nicht 100% sicher, hat sie einen Geschenkkorb mit Kosmetika bekommen. Mit Seifen und, ja, Handcreme und anderen Sachen. Und meine Oma hat sich natürlich gefreut. Also zumindest hat sie: „Ja, danke“ und sie hat sich äußerlich gefreut, innerlich weiß ich nicht. Und wahrscheinlich hat meine Oma an ihrem Geburtstag nicht nur einen Geschenkkorb mit Seife und Kosmetika bekommen, denn jetzt kommt's, ich glaube, es war ein Jahr später, als meine Mutter Geburtstag hatte oder auch Weihnachten, da hat meine Oma doch tatsächlich genau den gleichen Geschenkkorb oder dieses Geschenkset, das sie von meiner Mutter bekommen hat, meiner Mutter zu Weihnachten zu Weihnachten geschenkt. Exakt den gleichen. Das war echt lustig. Meine Mutter hat es auch mit Humor genommen, natürlich, kein Problem. Und meine Oma, ich weiß nicht, ob meine Oma sich erinnern konnte, ob sie wusste, okay, dieser Geschenkkorb ist von ihr. Aber ja, sie hat den gleichen Geschenkkorb zurückgeschenkt. Das ist so manchmal, wenn man so einen Geschenkkorb kriegt, so 'n Set, das kriegt man geschenkt und man benutzt dieses Geschenk, um es jemand anderem zu schenken. Das gibt es wirklich, diese Tradition in Deutschland. So ein 0815 Geschenk, sagen wir. 0815, das bedeutet so ein Standardgeschenk. Nichts Besonderes, so ein Standard. 0815. Wenn du so ein 0815 Geschenk bekommst, dann schenkt man das oft weiter. Das kann auch eine Flasche Wein sein oder vielleicht ein Buch. Wenn du den Wein oder das Buch nicht magst oder wenn du das Buch schon kennst, dann ist dieses Geschenk ein ideales Geschenk für einen anderen Freund. Wichtig aber, das hat meine Oma vergessen, nicht der Person dieses Geschenk zurückschenken. Natürlich einer anderen Person schenken. Am besten eine Person, die nicht weiß, dass du dieses Geschenk auch als Geschenk bekommen hast. Sehr verwirrend, oder? Also, wenn du ein Geschenk bekommst und du möchtest es nicht, du kennst es schon oder es schmeckt dir nicht oder du brauchst es nicht, dann schenke es gerne einer anderen Person, aber nur wenn diese Person die andere Person nicht kennt. Mann, Falk, das ist ja kompliziert. Schenken in Deutschland.
Macht das jetzt aber nicht und sagt: „Ich habe euch das empfohlen.“ Ich sage nur, dass es das gibt. Ich habe das natürlich noch nie gemacht. Natürlich habe ich das auch schon gemacht, weiß aber nicht mehr, was es war. Hm, also, Geschenke, kreative und unkreative Geschenke. Es gibt auch Geschenke, die sind schon fast zu kreativ. Falk, wie zu kreativ? Kreativ ist gut. Es gibt nicht zu kreativ. Na, es gibt auch Geschenke, da hat sich die andere Person mega viele Gedanken gemacht. Also die Person war wahrscheinlich 1 Monat in ihrem Zimmer und hat mit sich selbst Brainstorming gemacht. Welches Geschenk möchte ich schenken? Und am Ende ist dieses Geschenk super, super, super kreativ, vielleicht auch sehr teuer. Und dann schenkst du das, aber dann mag die andere Person das nicht. Warum auch immer. Dieses Risiko gibt es ja. Das ist natürlich auch nicht schön, oder? Weil du machst dir viele, viele Gedanken, du bist sehr kreativ, schenkst dann das Geschenk und dann erwartest du: „Ah, ich will sehen, wie die andere Person sich freut. Ich möchte sehen, wie sehr sie sich freut.“ Aber die andere Person freut sich vielleicht nur ein bisschen oder vielleicht auch gar nicht. Und das ist natürlich eine schlechte Situation. Deshalb denke ich, das Wichtigste bei einem Geschenk ist die Geste. Wie gesagt, wir haben das besprochen. Es darf sehr gerne sehr kreativ sein, auch sehr persönlich darf es gerne sein, aber am Ende des Tages ist es nur ein Geschenk. Es ist nicht das Wichtigste. Ein super Geschenk ist zum Beispiel immer, glaube ich, auch eine Collage. Eine Karte natürlich mit persönlichen Worten, das habe ich euch bereits erklärt, und eine Fotokollage. Wobei, schenkt das nicht eurem Nachbarn vielleicht. Keine Fotokollage mit Fotos, die ihr von ihm heimlich gemacht habt. Das wäre ein bisschen gruselig. Das nicht. Aber zum Beispiel für eure Mutter, für eure Oma, Opa, Papa, für euren Bruder, auch für eure beste Freundin, euren besten Freund. Ein super Geschenk. Deutsche lieben dieses Geschenk, glaubt mir. Eine Fotokollage. Also ihr nehmt viele Fotos von euch beiden, nur von dieser Person, von gemeinsamen Momenten, macht sie auf ein Papier. Also, es kann sehr groß sein, wie ein Poster oder ein bisschen kleiner. Ihr klebt sie darauf, dann macht ihr einen Rahmen herum und dann kann diese Person sich diese Fotokollage an die Wand hängen. Wichtig, nicht digital. Ihr könnt die Collage digital machen, aber dann als Foto ausdrucken. Das ist wichtig. Nicht, als PDF schicken. „Hier, ich schicke dir mal eine PDF, da ist dein Geschenk.“ Nein, das nicht. Lieber physisch. Oder ihr seht ja hinter mir den Kalender, was auch Deutsche sehr, sehr gerne machen, ihr Lieben, das wisst ihr vielleicht, ist ein Kalender mit persönlichen Fotos. Zum Beispiel dann im Herbst ist dann nicht hier so ein Herbstfoto, sondern da ist dann ein Foto von euch beiden, von dir und der anderen Person, wie ihr im Herbst im Urlaub wart. Auf Mallorca vielleicht. Ihr wisst, die Deutschen lieben Mallorca. Oder es ist ein Foto aus der Schulzeit von euch beiden. Oder ein Kinderfoto von der Person.
Etwas. Ein Kalender mit persönlichen Fotos ist auch immer eine tolle Idee. Deutsche lieben diese persönlichen Geschenke sehr. Wie ist das in deinem Land? Was ist besser? Eher so ein persönliches Geschenk oder vielleicht eher etwas Großes, Teures? Oder ist es etwa der Geschenkekorb mit Kosmetika? Ich glaube, nein. Ich glaube, das ist auch bei euch eher ein Notfallgeschenk, oder? Hoffentlich ist es jetzt nicht das beste Geschenk und ich lache jetzt. Nein, aber ich glaube nicht. Also Geschenke persönlich sind, glaube ich, immer gut und per se allgemein, ich glaube, es gibt keine schlechten Geschenke. Nur gute Geschenke, okay Geschenke und super Geschenke. Das beste Geschenk, das ihr je bekommen habt. Was war das? Diese Frage stelle ich momentan sehr, sehr häufig meinen Schülern. Und das ist eine sehr schwierige Frage zu beantworten, muss ich sagen. Das beste Geschenk. Viele meiner Schüler haben mir gesagt, ja, haben mir auch etwas Persönliches gesagt, auch vielleicht ein Foto, vielleicht eine gemeinsame Reise. Das waren so die Klassiker, die meine Schüler als Antwort gesagt haben. Aber für mich persönlich, mein bestes Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk, sehr, sehr schwierig. Ich habe lange darüber nachgedacht. Es waren sehr viele gute Geschenke dabei. Ich kann mich an ein sehr, sehr schönes erinnern. Das war ein Fußballtrikot, als ich ein Kind war. Ein Fußballtrikot von Ronaldo, nicht diesem Ronaldo von heute, sondern früher gab es einen anderen Ronaldo, einen Brasilianer, auch ein toller Fußballspieler. Und von dem habe ich ein Fußballtrikot geschenkt bekommen. Ich glaube, das war Weihnachten und das war ein super Geschenk. Da habe ich mich sehr gefreut. Aber es waren viele gute Geschenke. Ich kann nicht ein Geschenk wählen. Es ist zu schwierig für mich. Wie ist das bei dir? Was war dein Lieblingsgeschenk? Kannst du das sagen? Schreib das unbedingt in die Kommentare. Ich bin sehr neugierig. Hm, schwierige Frage. Euer bestes Geschenk. Oder was war das schlechteste Geschenk? Auch eine gute Frage. Auch eine schwierige Frage, ehrlich gesagt. Ich glaube, mein schlechtestes Geschenk, das ich bekommen habe, es war irgend so 'n Film, glaube ich, von meinem Onkel. Ich hoffe, der schaut jetzt nicht zu. Onkel, falls du jetzt zuschaust, sorry, aber du hast mir damals ein Video geschenkt. Das war so 'n Zeichentrickfilm mit Tieren, die Fußball gespielt haben. Boah, ne, das war nicht so toll. Das haben ich und mein Bruder zusammen bekommen, glaube ich. Und dann haben wir beide diesen Film geguckt und nach 2 Minuten oder 5 Minuten haben wir gesagt: „Okay, ja, genug." Dann haben wir den Film meiner Mutter gegeben und meine Mutter hat diesen Film wahrscheinlich jemand anderem geschenkt zum Geburtstag, zu Weihnachten oder auch nicht, ich weiß es nicht mehr. Aber ja, das war zum Beispiel ein Geschenk, das war ein bisschen langweilig, auch nicht schlecht, aber ja, hat uns nicht gefallen. Natürlich, das kommt vor. Ist auch gar nicht schlimm. Und ja, was war dein schlechtestes Geschenk? Ich bin neugierig. Schreibt das mal. Euer bestes Geschenk und euer schlechtestes Geschenk. Aber schlechtes. Schreibt nur euer Bestes. Schlechtes. Wir wollen nicht über die schlechten reden. Nur über die guten. Was war euer bestes Geschenk? Geschenke, ja. Also, Weihnachten steht vor der Tür. Bald ist Weihnachten und wenn ihr noch ein gutes Geschenk
eine Geschenkidee braucht, macht etwas Persönliches, schreibt eine gute Karte und wenn ihr dann noch was schenken wollt, dann schenkt den Rossmann DM diesen Geschenkkorb mit Kosmetika. Oder ja, ein Buch. Also, ein Buch ist, glaube ich, auch immer ein gutes Geschenk, oder? Also, wenn man weiß, dass die andere Person nicht liest, dann natürlich nicht. Aber wenn die andere Person gerne liest, kann doch auch ein Buch immer eine gute Idee sein. Oder Schokolade. Leute, Schokolade ist immer gut. Weihnachtsschokolade. Die ist besonders lecker. Weihnachtsschokolade. Ich freue mich schon so sehr. Weihnachten bin ich ja wieder in Deutschland. Und ja, da werde ich sehr viel Baumkuchen essen, natürlich. Baumkuchen. Es gibt auch hier in Japan Baumkuchen, aber das ist nicht der deutsche Baumkuchen. Deutscher Baumkuchen ist anders. Vielleicht muss ich noch mal eine Extra-Episode zu deutschem Baumkuchen machen. Deutscher Baumkuchen. Hast du schon mal Baumkuchen gegessen? Wie? Du hast noch nie Baumkuchen gegessen? Ah, ich glaube das nicht. Dann iss jetzt sofort. Geh jetzt sofort in den Supermarkt und kauf deutschen Baumkuchen. Also Baumkuchen ist sehr lecker. Ist einer meiner Lieblingskuchen. Besonders Weihnachten ist das der Klassiker, würde ich sagen. Natürlich Lebkuchen auch. Und generell Kekse, Schokolade. Ich freue mich auf dieses Weihnachtsgebäck. Stollen gibt's ja auch noch. Mann, es gibt so viel Leckeres an Weihnachten in Deutschland. Und das kann man auch immer gut schenken. Einen Baumkuchen, Lebkuchen. Ist vielleicht sogar besser als, ja, als der Kosmetikkorb, glaube ich, ja. Dann lieber einen Baumkuchen. Das ist eine gute Idee. Also, wenn du keine Idee hast, schenk einen Baumkuchen oder Lebkuchen, etwas zum Essen. Weihnachtliches deutsches Gebäck. So, und das Weihnachtsshopping oder generell das Einkaufen hat sich ja auch in den letzten Jahren sehr, sehr verändert, in den letzten Jahrzehnten. Heutzutage kaufen ja viele nur noch online. Und jetzt, ja, ich nehme diese Episode jetzt am 17. November auf und jetzt ist bald dieser Black Friday oder Black Woche oder Black Monat oder ja, also es wird ja immer länger. Auf jeden Fall gibt es dort immer im Internet besonders Schnäppchen. Da kann man also einen guten Deal machen, aber nur, wenn man wirklich etwas braucht. Zum Beispiel ein Weihnachtsgeschenk oder ein neues technisches Gerät, einen neuen Laptop, einen neuen Fernseher oder etwas. Ich persönlich kaufe in dieser Zeit gar nichts. Was? Falk, du kaufst gar nichts? Was? Warum das denn nicht? Weil ich meistens die Sachen immer kaufe, wenn ich sie wirklich brauche. Zum Beispiel, wenn ich einen neuen Laptop brauche, dann kaufe ich den Laptop, wenn ich ihn brauche. Dann warte ich nicht bis Black Friday. Besonders wenn ich den Laptop im Januar brauche, dann sage ich nicht, gut, jetzt muss ich noch 10 Monate warten, 10 Monate mit einem kaputten Computer arbeiten. Das passt nicht, nein. Und Black Friday, ja, also man kann, glaube ich, gute Deals machen. Mir haben schon Leute erzählt, dass sie ein Gerät zu einem Schnäppchenpreis, also zu einem Superpreis bekommen haben. Aber es ist auch gefährlich, wenn man dann online ist und man sieht diese Angebote und überall steht 10%, 20% Rabatt, 50% Rabatt.
Das ist auch so ein bisschen manipulativ und dann kauft man vielleicht mehr Dinge, als man braucht. Dann kauft man vielleicht zum Beispiel den neuen Laptop, weil man sagt: „Ja, ich brauche einen Laptop.“ Okay, super. Aber dann kommt auch: „Ah, und jetzt auch 50% auf eine neue Maus. Ah, ich brauche eigentlich keine Maus, aber 50%, hey, das ist ein Schnäppchen, ich kaufe sie.“ Und dann kauft man am Ende viele, viele Produkte, die man vielleicht gar nicht braucht. Also, es gibt dieses Risiko, ne? Und deshalb, ja, das ist für mich immer, wenn du etwas brauchst und sowieso Black Friday ist oder Black Friday bald ist, okay, super, dann verstehe ich das, wenn du ein gutes Angebot findest. Aber nur kaufen, um zu kaufen? Nee, das verstehe ich nicht. Mache ich nicht. Wie macht ihr das? Kauft ihr viel am Black Friday und am Cyber Monday? Heutzutage, es gibt ja immer irgendwas, oder? Im November ist Black Friday oder Black Woche. Im Dezember ja dieser Cyber Monday. Im Januar ist, oder Februar ist Winterschlussverkauf. Also diese Artikel aus der Winterzeit werden dann mit Rabatt verkauft. Ich weiß nicht, dann gibt es vielleicht auch einen Frühlingsrabatt. Immer Rabatt. Angeblich ist immer Rabatt. Übrigens, da habe ich eine lustige Geschichte zu. Als ich in Australien war, da war ich in so einem Einkaufszentrum und an dem Laden waren überall ganz große Schilder. 30 oder 50% Rabatt. Nur noch eine Woche, haben sie gesagt. Nur noch eine Woche. Jetzt, wir müssen alles verkaufen. Und ja, es waren auch viele Leute da in diesem Einkaufszentrum. Und ich war am nächsten Tag oder ein paar Tage später auch da. Es war immer noch überall diese großen Schilder. 30%, 50%, jetzt die letzten Tage. Also ich war dann eine Weile weg. In diesem Einkaufszentrum war ich dann ganz, ganz lange Zeit nicht. Aber ich glaube, es war ja fast ein halbes Jahr später. 6 Monate. 6 Monate später war ich dann wieder zurück in der Stadt, in diesem Ort und bin in dieses Einkaufszentrum gegangen. Und ihr Lieben, was habe ich gesehen? Na klar, immer noch die gleichen Schilder. 50% Rabatt. Nur noch eine Woche. Und das war für mich okay. Ich weiß nicht. Also wichtig ist, lasst euch nicht täuschen von 50%, 40% Rabatt. Kauft nur, wenn ihr es wirklich kaufen müsst. Dann ist es gut, aber nicht 50%. Ich brauche das Produkt nicht, aber 50%. Das ist keine gute Idee. So, ich glaube, hier waren ein paar kleine Cuts drin. Entschuldigung, über mir wird ein bisschen gebohrt. Es sind ein paar Bauarbeiten. Es wird gebohrt. Es ist also ein bisschen laut. Entschuldigt bitte. Ich bin ein bisschen dadurch aus dem Rhythmus gekommen. Aber ich komme auch wieder in den Rhythmus herein. Keine Sorge. Also, kauft ihr jetzt Weihnachtsgeschenke oder wann legt ihr los? Das ja, würde mich sehr interessieren. Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke, darüber haben wir heute viel gesprochen. Aber das größte Geschenk an Weihnachten, das ist doch immer noch, dass wir alle Deutsch lernen können, oder? Deutsch lernen, auch an Weihnachten. Lernt ihr auch an Weihnachten? Lernt ihr auch an Weihnachten eigentlich? Ich habe gesagt, auch an Weihnachten möchte ich ein bisschen lernen, aber natürlich
viel, viel weniger als an einem normalen Tag. Weihnachten ist in Deutschland sehr, sehr wichtig, ein Familientag. Und natürlich werde ich jetzt nicht, wenn die anderen ihre Geschenke auspacken, mit meinem Japanisch-Grammatikbuch auf der Couch sitzen. Nein, das nicht. Oder mit Kopfhörern, japanischen Podcast hören. Nein, ich höre auch die Weihnachtsmusik und nicht, ja, das Lernen ist nicht meine Priorität an Weihnachten, aber man muss ja nicht komplett sagen, so, jetzt ist Weihnachten, jetzt lerne ich eine Woche gar nicht, sondern man kann ja trotzdem ein bisschen machen. Zum Beispiel morgens oder später am Abend, nachmittags, irgendwann. Man ist ja nicht 24/7 mit seiner Familie. Man hat ja bestimmt auch mal eine Pause dazwischen und dann zwischen dem Essen, Weihnachtsessen, Weihnachtskuchen, Weihnachtskekse, da gibt es bestimmt mal eine Pause und da empfehle ich euch, hört da ein bisschen Podcast, 10, 20, 30 Minuten und ja, schreibt ein bisschen, lest einen kleinen Artikel und fokussiert euch nicht nur auf das Lernen, aber macht auch nicht eine zu lange Lernpause. Ein kleines bisschen. Oder ihr singt deutsche Weihnachtslieder, ihr Lieben. Ihr benutzt die deutsche Weihnachts-CD mit deutschen Weihnachtsliedern zum Lernen. Es gibt ja viele, viele deutsche Weihnachtslieder und ich empfehle euch sehr, diese Weihnachtslieder mal zu hören, weil sie sehr einfach sind. Deutsche Weihnachtslieder mit einfachen Wörtern, sehr melodisch. Und dann könnt ihr auch mitsingen, deutsche Weihnachtslieder. Ja, O Tannebaum zum Beispiel. Oder Fröhliche Weihnacht überall. Es gibt viele tolle Weihnachtslieder, deutsche Weihnachtslieder, die, ja, das kann auch Lernen sein. Ihr singt vor der ganzen Familie die deutschen Weihnachtslieder. In Deutschland gab es das mal früher, glaube ich, bei einigen Familien. Da musste man, bevor man die Geschenke bekommen hat, ein Weihnachtslied singen oder ein Gedicht aufsagen. Ich glaube, das war so in der Generation von meinen Eltern und Großeltern. In meiner Generation, zum Glück nicht mehr. Zumindest haben das meine Eltern nicht gemacht. Also ich musste nicht singen und ich musste kein Weihnachtsgedicht aufsagen, aber ich weiß, dass das früher Tradition war. Singen, das machen aber auch heute noch viele Familien. Sie singen zusammen um den Baum, sie stellen sich um den Weihnachtsbaum, halten die Hände und singen dann. Fröhliche Weihnacht überall. In meiner Familie machen wir es nicht. Wir hören gerne Weihnachtsmusik, aber wir singen nicht selber. Ich singe auch generell nur unter der Dusche. Ich singe nur für mich, nicht für andere, weil ich vielleicht nicht der neue Bon Jovi Ich bin, glaube ich, kein guter Sänger. Singt ihr gut? Wenn ja, dann singt mal dieses Jahr an Weihnachten ein deutsches Weihnachtslied. Nehmt euch auf und ladet es bei YouTube hoch. Nein, natürlich nicht. Aber mit eurer Familie könnt ihr das ja singen. Das ist ja nicht peinlich, oder? Also so mit der Familie zusammen singen. Das würde ich vielleicht auch machen. Aber ich würde jetzt vielleicht nicht hier in dieser Podcast-Episode singen. Oder wollt ihr einen Weihnachtstrack, einen Learn German Weihnachtstrack von mir? Hoffentlich nicht. Hm, ja, ich glaube, es ist besser, wenn ich nur erzähle, nur podcaste, nicht singe. Das Singen, das machen lieber andere, nicht ich.
Aber mit Musik kann man auch lernen. Wobei ich glaube, dass das nicht ganz so gut ist wie Podcasts oder Serien. Ich habe mal, auch ein YouTube-Video gesehen, da hat jemand gesagt, er hat super viel mit Musik gelernt. Fand ich sehr interessant, nur mit Musik hören. Ich glaube, Musik hören kann eine gute Nebenaktivität sein, aber nur Musik hören, das wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Aber man kann manche Sachen, manche Vokabeln gut mit Musik lernen. Das erzählen mir auch meine Schüler. Zum Beispiel gibt es ja, deutsche Lieder mit sehr einfachen Liedtexten und sie sind sehr rhythmisch und dann kann man diese Wörter sich gut einprägen, sich gut merken, wenn man sie dann auch singt. Aber nur singen, das wird nicht reichen. Aber Podcast hören, lesen, schreiben und dann noch extra Musik hören, ich glaube, das ist vielleicht nicht schlecht. Aber nur Musik hören, ne, das ist vielleicht schwierig. Aber es gibt auch, in Japan ist ja, Karaoke sehr, sehr, populär. Karaoke, ja, nicht Karaoke, sagen ja immer die, Amerikaner ein bisschen mit ihrem Akzent. Karaoke ist ja japanisch und da ist es Karaoke. Also, Karaoke, ich bin kein Japanischlehrer, ich bin Deutschlehrer. Also, Karaoke ist, auch eine Option zum Lernen, haben mir viele Leute erzählt, weil sie singen. Wenn sie singen, sprechen sie ja auch. Also, es ist wie eine Sprechübung. Und beim Karaoke musst du ja den Liedtext auf dem Monitor lesen. Also, du liest, du singst, also sprichst. Also, es ist auch eine gute Übung eigentlich, um die Sprache zu lernen. Sagen Leute, ich persönlich, ja, ich weiß nicht, für mich ist das vielleicht nicht gut, nicht die beste Methode. Ich singe, wie gesagt, nur unter der Dusche, aber wenn du gerne singst, dann guck, doch mal, ob du so eine, ja, Karaoke-Bar findest in Deutschland oder ob du vielleicht, es gibt ja auch so für Videokonsolen, ne, so Videospielkonsolen, die PlayStation oder Xbox oder Nintendo. Da gibt's ja auch schon so Karaoke-Spiele. Schaut doch mal, ob, ihr vielleicht da etwas findet. So Karaoke und Sprachen lernen, das kann vielleicht funktionieren. Nur Musik hören, vielleicht nicht. Alles zusammen. Hören, ups, hören, singen und den, Liedtext lesen. Aber ich bin nicht super musikalisch und deshalb ist das für mich nicht die Option Nummer eins. Aber Weihnachtsmusik höre ich sehr gerne. Jetzt noch nicht, erst im Dezember. Noch nicht im November, im Dezember. So, jetzt haben wir ganz schön lange über, Geschenke und Weihnachten und noch ein bisschen über das Lernen gesprochen. Ich bin schon aufgeregt, auf eure Kommentare. Mal schauen, was ihr in die Kommentare schreibt. Vielen, vielen Dank. Ihr schreibt ja in letzter Zeit sehr, sehr fleißig, sehr viele Kommentare. Ich bekomme sie und ich lese sie alle und ich versuche auch alle zu beantworten. Auf jeden Fall vielen Dank für eure Motivation immer, die ihr mir gebt. Das gibt mir wirklich viel Kraft und Motivation, neue Episoden, neue Inhalte zu erstellen. Und ich freue mich auch, ja, weiterhin Podcast-Episoden zu kreieren. Ich habe viele Kommentare bekommen. Falk, mach doch bitte mehr Episoden auf B1-Niveau oder höher. Und ich denke, das ist vielleicht ein gutes Projekt für die Zukunft. Vielleicht im neuen Jahr ist das für mich eine Idee,
einen neuen Podcast noch zu starten, der vielleicht ein bisschen ja, mehr das B1-Niveau abdeckt. Wobei diese Ein-Stunden-Episoden, ich glaube, das ist schon B1 plus Niveau, oder? Was denkt ihr? Es ist immer schwer für mich natürlich zu evaluieren, aber das ist auf jeden Fall nicht A1 jetzt, diese Episode. Das ist definitiv, ja, mindestens, ja, das ist schon B1-Niveau, würde ich sagen. Ja. Also mal schauen, neue Projekte. Ich arbeite auch an anderen Projekten noch für euch bei Patreon. Da wird nächstes Jahr vieles Neues kommen. Seid auf jeden Fall gespannt. Übrigens, bei Patreon könnt ihr natürlich auch, wenn ihr etwas zum Lesen braucht, mein E-Book finden. Und da ja, wir haben gesprochen über Black Friday, da ja jetzt diese Black-Woche ist, dachte ich, okay, gebe ich euch auch nochmal einen schönen Rabatt auf dieses E-Book. Und zwar werde ich nochmal 15% Rabatt geben. Aber wir haben ja gesagt, kauft das E-Book nur, wenn ihr es wirklich braucht, wenn ihr wirklich Deutsch lesen üben wollt. Es ist auf dem A2-Niveau. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr das Transkript lesen wollt, das findet ihr auch auf Patreon und ja, natürlich alle anderen Sachen auch. Also Mitglied werden bei Patreon lohnt sich auf jeden Fall. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Geschenke kaufen, Weihnachtsgeschenke kaufen oder vielleicht beim Weihnachtslieder singen. Viel, viel Spaß und wir sprechen uns hoffentlich, hören uns hoffentlich in der nächsten Episode wieder. Also ihr Lieben, tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und wir sprechen bei oder auch nicht. O Tannenbaum, o Tannenbaum. Ups, ich nehme ja noch auf.